Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die stärkste Einheit-Akkukettensäge an, die 36 Volt Variante. Das ist die GP-LC oder die GE-LC 3635 Li und das ist die 36 Volt Kettensäge von Einheit. Ihr seht da, wie sie ausschaut, vorne den Öltank, seitlich die zwei Akkus, das ist einmal 6, einmal 8er, man kann zwei verschiedene hernehmen, immer bei den 36 Volt Geräten, aber man sollte im Optimalfall zwei gleiche verwenden und im Optimalfall immer zweireihige Akkus oder die Performance-Akkus, die 3 Ampere-Stunden und die 4 Ampere-Stunden, die kleinen, also flachen, die 9 halt, mit den 9 Zellen. Und ja, optisch, haptisch, also gibt es wirklich gar nichts zu meckern, sie liegt gut in der Hand. Gewicht haben wir 5,11 Kilo mit den zwei, sagen wir 6 oder 8er H, ist ja wurscht, sie wiegen fast das gleiche. Und optisch halt ganz gut, muss ich sagen. Vorne halt kann man sperren, da hat man die Sicherheitstaste, und da hat man einen Öltank. Einfach normal einfüllen und gibt es eigentlich, also normale Kettensäge eigentlich, nur halt mit Akkubetrieb und das war's eigentlich. Da kann man unten dann die Kette spannen, wenn man das aufmacht, da tut man das befestigen. Ich mache es auf, um mal zu schauen, nach den Schnitten waren vielleicht ja 7, 8 Schnitte, ja da vorne könnt ihr einfach drehen und eben die Kette spannen oder eben lösen, 105 dB anscheinend angeben. Wie schon gesagt, 5,11 Kilo, schauen wir uns die Lautstärke an, habe ich ein bisschen schlecht aufgenommen, aber 108 Dezibel waren es bei 20 cm, also definitiv eine sehr laute Kettensäge und man sollte unbedingt auch Gehörschutz verwenden, wenn man den wirklich hernimmt, weil das auf Dauer schadet wirklich extrem den Ohren. Achtet auf eure Ohren, das wäre super. Dann kommen wir gleich einmal zu den Schneidetests. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, bei 240 x 100 schlagen sich die Scheppach und die Einheit schlagen sich beide ganz gut im Vergleich zu Alpina. Und ich habe mir wirklich nicht erwartet, dass die Einheit da mithalten kann, aber hat es eindeutig geschafft. Wirklich top. Da haben wir 120 x 100, 2,166 Sekunden, ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Deutlich stärker als die Scheppach und die Alpina und viel stärker als die Einheit GPS 1815. Unglaublich guter Wert. Hätte man jetzt nicht erwartet, dass es so schnell sein wird, aber man hat schon gemerkt beim Schneiden, unglaublich schnell. Lautstärke, obwohl sie so stark ist, hat man definitiv einen Vorteil gegenüber normalen Benzinsäge. Wir sehen können, ist die Alpina deutlich schwächer, aber 116 dB. Scheppach habe ich leider noch nicht gemessen, aber die kleine Einhell 90 dB, also wer Kleinigkeiten schneiden will, nimmt lieber die kleine her. Das ist die Astsäge eigentlich, richtige Kettensäge, aber für kleine Sachen nimmt man lieber die her und wenn man dann wirklich Akkukettensäge starke haben will, kann man dann die 36, 35 nehmen. Ist wirklich eine sehr gute Säge. Da haben wir das Gewicht in Gramm 5,1 Kilo mit 2 6 Ampere-Stunden Akkus. Ohne Akkus wiegt sie 3,1 Kilo ungefähr. Und die eine habe ich oben ohne Akku, weil ich wusste, welchen Akku ich hernehmen soll. Aber sagen wir mit den größten 2 Kilo. Und auf jeden Fall leichter als die Benzinsägen. Das ist ja wirklich ein Vorteil, auch leiser, leichter. Aber natürlich die Leistung bleibt nicht konstant. Wenn die Akkus halb voll sein, wird es ein bisschen langsamer. So, kommen wir nun zum Fazit. Also hätte man jetzt nicht erwartet, so viel, dass das die wirklich so viel schafft, die Einhell, aber hat wirklich sich super geschlagen, die 36, 35. Also hätte ich mir jetzt wirklich nicht gedacht. Bin sehr positiv überrascht von der Leistung. Ich habe schon gesehen bei den anderen, die sich getestet haben, dass sie schon Leistung hat, aber hätte man nicht so viel erwartet. Also definitiv eine sehr, sehr gute Säge von der Leistung, von der Haptik, von der Optik, von der Handhabung her finde ich auch ganz praktisch. Die Lautstärke ist angenehm leise. Im Vergleich zu den Benzinsägen natürlich, angenehm ist es was anderes und ich finde, das ist gut balanciert. Ja, Effizienz hat man angegeben, muss in Zukunft schauen, wie sie sich schlägt mit der Effizienz im Vergleich zu den anderen. Ein paar haben das schon gemacht, den Effizienztest, aber da verschwende ich zu viel Holz für nichts, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde es unnötig, jetzt da die Effizienz zu testen, da wird wirklich viel Holz verschwendet, aber definitiv sehr gute Säge mit ordentlich Leistung und
ja, gute Verarbeitung und 130 €, das ist der Preis. Natürlich, wenn man 2 Akkus, die großen nimmt, ist man ganz schnell bei 300 €, was sehr teuer ist, aber wer die Akkus schon hat, geht es in Ordnung. Wer keine hat, dann natürlich ist die Preis-Leistung viel schlechter, aber man kann sich ja dann andere Geräte in Zukunft holen und von daher, schwierig zu sagen, müsst ihr es entscheiden. Alle Akkusägen oder normale Sägen sind unten verlinkt. Ich bedanke bei jedem, der schaut, bei jedem, der ein Abo da lässt, bei jedem, der ein Like gibt und Kommentar abgibt. Servus, danke und bis zum nächsten Video. Ciao.